Sigma Male, Internet-Slang. Ein selbstständiger und selbstbewusster Mann, der eine Position außerhalb einer Gruppenhierarchie einnimmt. Ein einsamer Wolf oder Einzelgänger. Wenn ihr die letzten Jahre im Internet unterwegs wart, habt ihr bestimmt schon mal von ihnen gehört. Den Sigma Males. Diese selbsternannten, meistens jugendlichen Sigma-Männchen stellen sich oft mit ihrer Denkweise über andere Menschen und deren Verhalten. Ähnlich wie sogenannte Alpha-Männchen verbreiten sie oft Hass und streuen im Internet ein Männerbild, welches für sie einzig und allein auf dieser Welt existieren sollte. Sigma-Males erhoffen sich durch dieses Verhalten ein gesteigertes Selbstbewusstsein und tolerieren kaum alternative Vorstellungen von dem Bild eines Mannes in der Welt. Interessanterweise haben diese Art von Menschen einen ganz besonderen Geschmack, was fiktive Figuren aus Film und Fernsehen angeht. Denn sie benutzen oft repräsentativ für ihre Meinung bestimmte Charaktere aus Filmen und Serien, ähnlich wie ein Maskottchen. Doch dass so gut wie jede Figur, die sie anhimmeln, gar nicht schlechter gewählt werden kann, wissen sie gar nicht. Willkommen in der Welt der falschen Vorbilder. The Boys wurde die letzten Jahre sehr populär. Und ähnlich zu Serien wie South Park mischt die Serie Schockhumor mit politischen Themen. The Boys ist sehr gut darin, Parallelen der echten Welt mit einer von korrupten Superhelden geplagten Welt aufzuzeigen. Denn auch durch ihre Charaktere polarisiert die Serie besonders. Und jetzt ist es Zeit für ein Ratespiel. Welcher Charakter ist beliebter? Der Mitte 20-jährige Huey, welcher durch den Tod seiner Freundin einen tragischen Wandel durchmacht, dagegen ankämpft, sich durch seinen mentalen Zustand selbst zu verlieren und die Menschen, die er vom Herzen liebt? Oder ein unreifer Mann mit Umhang, welcher durch fehlende Zuneigung von anderen davon abhängig ist, wie Menschen von ihm denken? Richtig. Homelander. Es ist wahnsinnig, wie viele Fans von Homelander sich in sozialen Medien finden. Durch coole Edits auf TikTok oder sehr komische Meinungen auf Twitter merkt man richtig, wie Menschen sich von diesem gebrochenen Mann inspiriert fühlen. Wenn ihr Homelander und seine Aktion super cool und nicht verwerflich findet, muss ich euch leider mitteilen, ihr seid genauso wie Todd. Für alle, die nicht wissen, wer Todd ist. In der Serie existiert ein Charakter, der genau diese Art von Fan parodiert. Todd ist immer auf Homelanders Seite und würde sogar, wenn Homelander seine Mutter töten würde, für ihn applaudieren. Todd fehlt es wahrscheinlich an männlicher Bezugsperson in seinem Leben und hat mit Homelander ein Idol gefunden, welches nicht falscher sein könnte. Ein vielleicht ungewollter Kommentar der Serienmacher über Menschen, die Homelander anhimmeln. Eigentlich sollte, wenn es manchen noch nicht klar war, Edgar, der CEO von Ward, aufzeigen, was für ein jämmerliches Wesen Homelander doch ist. You are not worthy of my respect. You are not a god. You are simply bad product. Doch auch wenn Homelander Leben zerstört und grausame Dinge tut, ist er im Internet ein Zeichen für Stärke. Zwar sind vieles, was man sieht, Memes, aber schaut man einmal in eine Kommentarsektion von einem Video, welches Homelander hochpreisen soll, liest man überall den Satz, sowas von ich. Und wie gesagt, ist vieles davon Spaß, aber bei allen, bei denen es kein Witz ist, sollte man vielleicht professionelle Hilfe beantragen. Denn auch wenn Homelander vielleicht coole Szenen hat, ist dieser ein verbitterter, mental schwacher und kaputter Mensch. Und das sollte jeder einsehen. Das Witzige an Walter Whites Charakter ist, dass dieser für seine Manipulationsfähigkeiten bekannt ist und mental schwache Menschen einfach immer wieder für sich gewinnen kann. Siehe beispielsweise Jesse Pinkman, welcher bis zum Ende immer an Walters Seite ist und nach Dutzenden Lügen und schlimmen Aktionen von Walter immer noch zu ihm steht. Selbst wenn Jesse mal für kurze Zeit den Durchblick hatte, Everything I have ever cared about is gone. War dieser nach ein paar Schachzügen weiterhin Opfer von Walters kontinuierlicher Manipulation. Ich würde sagen, dass die meisten Personen, mit denen ich über Walter White geredet habe, verstanden haben, dass dieser Mann ein wandelndes Problem ist und nicht nur andere, sondern auch sich selbst belügt. Doch will ich gar nicht aufzählen, wie oft ich Menschen getroffen habe, die der festen Meinung waren, dass Walter doch ein guter Mensch sei. Und da wird offensichtlich, dass nicht nur Jesse Opfer von Walters Manipulationsspiel war, sondern die Serie es auch schafft, den Zuschauer über Walters toxisches Verhalten hinwegsehen zu lassen und ihn zu verteidigen, obwohl dieser unschuldige Menschen für seine Vorteile umbringt oder seine eigene Familie in Gefahr bringt. Ich selber habe mich auch dabei erwischt, wie häufig ich doch für Walters Erfolg war. Ich habe oft stark gehofft, dass dieser in schwierigen Situationen doch noch siegreich rausgeht. Doch sollte man vor allem gegen Staffel 5 wirklich aufwachen und merken, dass Walter schon immer ein Monster war, welches einfach nur falsch und ekelhaft ist. Skylar, die Frau von Walter, ist die Zielscheibe von Walter-Fans, denn der ganze Hass wird auf Skylar projiziert, obwohl diese wahrscheinlich einer der menschlichsten Charaktere der Serie ist. Ich musste mir sogar oft anhören, dass Skylar moralisch gesehen schlimmer ist als Walter, weil diese ihn ja betrogen hat. Dass Walter Skylar seinen Sohn und seine Tochter in Lebensgefahr bringt, Kinder vergiftet
oder hilflose Menschen tötet, blenden diese Menschen einfach aus und wollen nicht wahrhaben, dass ihr cooler 50-jähriger Protagonist mit Hut der Böse in der Geschichte ist. What the hell is wrong with you? We're a family! Aber irgendwie kann ich es halt auch niemanden übel nehmen. Die Serie macht einen fantastischen Job damit, Zuschauer an Walter glauben zu lassen und Skylar zu hassen. Ich meine, Walter ist auch einfach der interessantere Charakter. Doch dürfen wir nicht darauf reinfallen und Spannung mit Sympathie verwechseln. Wenn ich noch einmal von einem Breaking Bad-Fan höre, dass Walter in die kriminelle Schiene geraten ist, um einzig und allein für seine Familie zu sorgen, zweifle ich an der menschlichen Intelligenz. Da diese Menschen so gefangen von Walters manipulativen Charakter sind, dass diese sogar ausblenden, dass er in Verlina sogar zugibt, was seine wahren Beweggründe waren. I did it for me. I liked it. Walter manipuliert sogar so gut, dass Walter-Fans ihm selber nicht mehr glauben. Wolf of Wall Street ist der vielleicht unterhaltsamste Film, den ich je gesehen habe. Von diesen 3 Stunden ist wirklich keine Sekunde langweilig. Wolf of Wall Street schafft es, dich dauerhaft zu unterhalten. Es gibt aber dennoch etwas, was unterhaltsamer ist. Nämlich zu beobachten, wie Menschen den Film und dessen Kernaussage komplett missverstehen. Der Film wurde vom Director Martin Scorsese genau so entworfen, dass man als Zuschauer genau denselben Höhenflug genießt wie der Protagonist Jordan Belfort. Man steigt hoch hinaus in den Himmel, schmeckt den Rausch von Wohlstand und stürzt dann desaströs ab. Doch viele gehen aus diesem Film und behalten nur ihre Begeisterung vom grandiosen Leben im Reichtum im Kopf. Einmal so leben wie Jordan Belfort. Wenn du so denkst und findest, dass Jordan ein zu beneidender Mann ist, welcher das System wie kein anderer austribbelt, muss ich dich leider enttäuschen. Jordan ist ein Opfer des Systems. Er hatte eine Beziehung mit einer Frau, die ihn liebte, und hat durch seine Sucht nach mehr Macht und Geld immer mehr gewonnen, doch auch immer mehr verloren. Man sollte sich eher fragen, ob ein Mann, der sich selbst durch den Kapitalismus verliert, wirklich das System ausgetrickst hat oder eher das Opfer des Systems ist. Nicht ohne Grund wird Geld oft im direkten Bezug zu Drogen im Film benutzt. Denn die eine Sache macht Leute mit dem ungesunden Verbrauch süchtig und krank und kann zu mentalen Problemen führen, und das andere ist Koks. Der Film will uns zeigen, wie der Drang zur Gewohnheit Menschen mit viel Geld meistens unglücklicher macht als Menschen aus der unteren Schicht. Wenn ihr Jordan beneidet, dann könnt ihr auch gleich einen suchtkranken Wahnsinnigen beneiden. Nur, dass dieser Wahnsinnige wahrscheinlich weniger Schaden angerichtet hat als Jordan. Jordan ist ein Verkäufer ersten Klasse und verkauft euch sein Leben als das Beste, was man haben kann. Und ihr sitzt in der ersten Reihe. Als ob es noch nicht genug komisch wäre, dass es Filmfans gibt, die toxische und kriminelle Menschen anhimmeln, wird es bei den Fans von Patrick Bateman, der Protagonist aus American Psycho, besonders interessant. Ich habe euch anfangs erklärt, was Sigma-Males sind und wofür diese stehen. Und wenn Homelander und Heisenberg die Könige der Sigmas sind, dann ist Patrick Bateman ihr Gott. Patrick Bateman ist der wohl berühmteste fiktive Charakter, wenn es um das Image der Sigmas geht. Hunderte Bilder, tausende Videos und Millionen von Fans versammeln sich im Internet und jubilieren diesen Charakter. Doch was macht eigentlich Patrick Bateman? Warum vertritt dieser Charakter tausende Männer und ihre Denkweise mit seinem Auftreten? Also, Patrick ist ein absoluter Psychopath, wahnsinnig gewordener Mörder und ein emotionsloses Monster. Er tötet Menschen, wenn diese ihn verärgern, und beleidigt alles und jeden, vor allem Frauen. Und wir haben schon durch Breaking Bad gelernt, dass Sigmas vor allem Frauen hassen. Und das zeigt sich auch durch fanerstellte Videos. Fucking ugly bitch. Allgemein wird diese Figur, um genauer zu sein, diese Szene hier, oft benutzt, um eine Art selbstgegebene Bestätigung zu präsentieren. Beispielsweise, wenn ein Junge ein Mädchen vor ihrer ganzen Freundesgruppe blamiert oder wenn Männer etwas tragen, was den Sigma Wolf nicht gefällt. Vieles davon endet in einem Witz, aber vieles davon halt auch nicht. Was ich nie verstanden habe, ist, warum Jugendliche sich ausgerechnet Patrick Bateman als Vorbild nehmen. Ich meine, okay, bei Walter White, Jordan Belfort oder auch Homelander ist es immer ein gewisser Grad an Menschlichkeit und interessantem Verhalten gegeben, wodurch ich verstehe, woher Menschen sich in diesen Charakteren verirren. Aber Patrick Bateman ist einzig und allein ein Haufen Elend, denn er hat komplett versagt, in der Gesellschaft zu funktionieren. Er ist materialbesessen wie Jordan Belfort, narzisstisch wie Walter White und ein mentales Wrack wie Homelander. Aber bei keinem dieser Punkte sind wirklich Eigenarten, mit denen man sich als funktionierender Mensch mit identifizieren sollte. Er ist ein kompletter Fremdkörper in der menschlichen Gesellschaft und dass Leute diesen Charakter bewundern, ist erschreckend und peinlich zugleich. Wirklich peinlich wird es aber erst, wenn man den ganzen Frauen- und LGBTQ-feindlichen American Psycho-Fans erklärt, dass der Regisseur eine Frau ist und das Originalbuch von einem schwulen Autor geschrieben wurde. Sogar Christian Bale, der Darsteller von Patrick Bateman, sagt selber, dass er Patrick Bateman hasst und es nichts an dieser Figur gibt, was man mögen könnte. Ich weiß selber, dass ich nur eine kleine Menge an Menschen anspreche, die wahrscheinlich durch ihr lautes Organ im Internet nach mehr wirken.
Doch dieser Prozentteil an Filmeguckern sollte sich wirklich mal mit ihren Lieblingsfilmen befassen und verstehen, wofür die Charaktere in diesen Werken eigentlich stehen. Filme sind, wie ich schon immer gesagt habe, frei für jeden interpretierbar und jeder Filmfan kann sich seine eigenen Schlüsse ziehen. Doch sollte man eine Grenze ziehen und an die Vernunft von Menschen appellieren, die aus diesen Filmen Hass und Recht für Diskriminierung ziehen. Man nimmt doch auch nicht einfach SpongeBob als Repräsentation für Zerstörung und Abgrenzung und fühlt sich durch diese Figur dann in seinem kaputten Weltbild bestätigt. Es gibt einige fiktive Charaktere, die für Sachen bewundert werden, die der Erschaffer nicht mal ansatzweise so erdacht hat. Doch ist es mir nie so laut und stark aufgefallen wie bei den Sigma Males.